Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zu einem neuen Video. Ja, was mache ich hier? Ich bin gerade auf Natur, bin schon jetzt, Moment, muss ich mal gucken. Trip, bin jetzt fast 30 Kilometer gefahren. Ich habe mal gedacht, ich rede mal mit euch hier im Grünen. Ne? Ich bin hier schön auf dem Feld. Gut, da hinten ist mal wieder eine Schnellstraße und Häuser, aber da hinten ist der Fahrradweg. Ging jetzt nicht anders und da hatte ich mir gedacht, ich rede auch mal heute mit euch, was das Ganze jetzt hier gekostet hat, so wie er hier steht, der Fahrradwohnwagen. Und zwar habe ich halt das Glück, dass ich jetzt noch die Teile habe, die ich noch brauche. Somit ist meine Rechnung eigentlich ziemlich komplett. Das heißt, die fehlenden Sachen, die ich noch einbauen will, habe ich halt in der Firma. Ne? Das heißt, in meiner Werkstatt, das kann ich dann einbauen. So, die Türe ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und somit habe ich eigentlich eine ganz gute Aufstellung jetzt. Ich habe mich heute Morgen mal hingesetzt, habe mal alles zusammengerechnet und ich würde sagen, wir gehen nach drinnen. Ich setze mich mal hin, weil mein Hintern tut ganz gut weh. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem kleinen, aber feinen Video. So, dann gucke ich mal. Ich habe mir das abfotografiert. Also ich habe es immer in grobe Kategorien gefasst. Das heißt, was haben wir hier stehen? Aluminium, Schrauben und Nieten. Sonstiges, das heißt, Sonstiges ist für mich die Dämmung gewesen. Ein paar Sachen. Ich habe auch mal einfach mal Sonstiges, glaube ich, 50 Euro eingerechnet. Ein paar Schrauben, die ich noch in der also in meiner Werkstatt hatte und. Dass ich da eine bessere Aufstellung habe. Dann habe ich noch, genau, das einmal zusammengerechnet. Dann geht es noch weiter mit Kleber, wie viele Tuben ich versenkt habe. Dann Kupplung, Reifen, Licht, ja. Und zum Schluss auch noch die Folie. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal ganz vorne. Also ich sage jetzt nicht jeden einzelnen Posten. Einzeln Schrauben 20 Euro, die Schrauben so und so viel Euro. Also insgesamt, weil das wird sonst zu lange in Anspruch nehmen. Und das ist ja Quatsch. Ne? So, das heißt, jetzt insgesamt fürs reine Aluminium, was ich jetzt hier alles verbaut habe. Das heißt, die Stangen, da ist nicht die Kupplung mit bei. Also wirklich nur das reine Material Aluminium zum Bauen. Sind wir bei 450 Euro. Also ich sage nur aufgerundete Zahlen zu euch, weil dieses Kleinteil da ausrechnen, ne, ist immer so eine Sache. Und ja, das wäre das ganze Aluminium gewesen, komplett. Und da liegen wir dann so bei, ja, 450, 500 Euro, aber sagen wir mal 450 habe ich ausgerechnet. Ne? Bei der Größe, die ich jetzt habe, und der ist nicht gerade klein. Klar, in der Breite ist er ein bisschen schmal, aber in der Höhe ne? Nee. Yeah. Man sieht ja, ich habe noch gut Luft und es kommt ja auch noch die Polsterung rein, die habe ich auch schon mit eingerechnet. So, dann Nieten, Schrauben. Was habe ich denn da geschrieben? Ja, sind wir dann bei 120 Euro. Die Schrauben, die ich zumindest gekauft habe und die Nieten. Das war doch schon recht viel. Also ich hatte viele Pakete Nieten gekauft. Ich glaube so insgesamt 300 Nieten. Also 3 große Pakete. Dann geht es weiter mit Sonstiges. Sonstiges ist halt die Folie, nicht Glas. Kein Glasfenster, also Plexiglasfenster, hier für den Durchgang, das Aluminiumrohr für die Heizung, genau, das ist dann noch das Abgasrohr mit bei. Und ansonsten habe ich die Heizung aus Resten gebaut, genau, und die Ventilatoren sind auch noch mit dabei. Und da kommen wir auf dann, was ich halt Sonstiges sage, da ist auch der Ventilator unten mit drin, ne? Sind wir bei 230 Euro. So, dann nächste Seite. Dann Kleber. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt
Sikaflex, eine Tube und die ist noch halb voll, also eine halbe Tube. Das war nur zum Festkleben der Bodenplatte. Und dann habe ich noch insgesamt 3 Tuben. Ich hatte zweimal bestellt, ich habe noch eine in der Firma. Also circa, oh Moment, habe ich noch eine ganze Tube? Ne, eine halbe Tube. Ja. Ne, halbe Tube ist noch übrig, also das heißt 3,5 Tuben Dekalin genommen zum Abdichten, womit ich dann hier die ganzen, von außen die ganzen Aluminium Winkel aufgeklebt habe. Man sieht es ja auch noch hier drinnen. Hier, da kommt es raus, aber es hält super dicht und ich kann nur empfehlen, kein Silikon zu nehmen, weil Silikon ist diese Bewegung nicht gewöhnt. Dieses Dekalin ist extra für einen Camping-Caravan-Bereich und macht auch, wenn ihr es in einer gewissen Dicke auftragen tut, auch gewisse Bewegungen mit. Ne? Das habt ihr beim Silikon, glaube ich, nicht. Klar, ihr könnt es dicker auftragen, aber ich mache es nicht, weil so ein Fahrradanhänger soll mir auch halten und man gibt natürlich auch sein Geld dafür aus. Und dann will ich nicht an, was kostet eine gute Silikontube? 6 Euro, 7 Euro. Das Dekalin kostet jetzt 15, 16 Euro die Tube. Ne? Und ich sage jetzt mal, klar, 10 Euro sind 10 Euro, aber ich will das Ding hier nicht nächstes Jahr neu bauen. Ne? Deswegen bin ich dann eher auf das Dekalin gegangen und habe somit einen ziemlich dichten Fahrradwohnwagen. Klar wird mal das ein oder andere wahrscheinlich hier mal irgendwie durchkommen. Ne? Genau, bei Sonstiges war auch noch der Sprühkleber mit bei. Das waren jetzt insgesamt hier für das Aluminium. Ich habe auch noch eine Tube Packung zu Hause. Das heißt insgesamt 3 mal Sprühkleber. Ne? Dass ihr, ne? Kann sein, dass ich mal sowas zwischendurch, was mir einfällt, dann dazwischen nochmal werfe. So. Und nee. Ja, genau, das war unter Sonstiges. Kleber war wirklich nur das Dekalin, Sikaflex und der 2-Komponenten-Kleber für das Aluminium. Ne? So, und dann wären wir insgesamt bei Kleber, aufgerundet sind es 93 Euro, sagen wir mal 100 Euro für den Kleber. Ne? Dann hätten wir den nächsten Posten, Kupplung, Reifen, Felgen, nur für den Fahrradwohnwagen. Das heißt, ich habe mir von diese Weber-Deichsel vorne geholt, komplett mit dem Anschluss. Das waren schon 140 Euro, 150 Euro ungefähr. Dann die Felgen für den Fahrradwohnwagen an sich, die Schläuche und die Mäntel. Da habe ich dann alles von Schwalbe genommen. Ihr findet auch alles unten in der Videobeschreibung, was ich genommen habe. Bis natürlich ist auf das Aluminium, weil für mich macht es keinen Sinn, dass ihr das irgendwo im Internet bestellt. Geht es da holen, wo ihr wollt. Und wenn ihr einen guten Händler habt, dann geht es da holen. Ne? Ja, und das sind dann so die Reifen, Kupplung, die Schwalbe, Ballonreifen und. Die 20 Zoll Felgen. Und da wären wir dann insgesamt bei Kupplung und Reifen bei 267 Euro. Also können wir aufrunden 270 Euro. Ne? So, dann hätten wir noch Licht. Licht ist an für sich ziemlich schnell gegessen. Ich habe hinten die 2 Lichter, das sind 20 Euro. Hier oben das Licht sind, glaube ich, 15 Euro gewesen. Die anderen Sachen habe ich ja noch in der Firma, die kommen dann später rein. Ne? Und dann wären wir bei Licht ungefähr bei 50, 60 Euro. Ne? So. Was haben wir hier noch? Genau, Folie, die graue. Da bin ich auch Gott sei Dank mit einer Rolle, also 5 Meter hingekommen. Das waren dann, glaube ich, nee, das sind keine 5 Meter, das sind, glaube ich, 8 Meter. Oder 10 Meter, die Folie ist halt schmaler, dann kommt man aber trotzdem auf 5 Quadratmeter. Die hat mich dann, glaube ich, so um die 40 Euro gekostet. 40, 50 Euro. Plus noch ein Rakelset. Dann sind wir ungefähr bei 60, 70 Euro. Ne? Was mich dann die Außenfolie gekostet hat.
Genau, beim Aluminium waren schon die Aluwinkel, alles mit drinne. Ich habe auch noch in der Firma, ich kann noch ein bisschen nachrüsten und zum Beispiel den Ofen, die Heizung habe ich ja fast komplett aus Reste. Da habe ich nur 2 Bleche gekauft und den Rest hatte ich ja noch alles in der Firma. Die 2 Bleche waren, glaube ich, 20 Euro. So, und wenn ich dann alles zusammenziehe, kommen wir dann auf 1050 Euro. Und ich würde dann halt einfach aufrunden, weil ich auch noch ein paar Sachen bei mir in der Werkstatt benutzt habe. Und würde dann ganz einfach sagen, rechne ich mal lieber 150 Euro drauf. Und dann sind wir so bei 1200 Euro, was mich bisher jetzt der Fahrradwohnwagen gekostet hat. Ne? Wie gesagt, die anderen Sachen habe ich ja noch in der Werkstatt jetzt liegen. Das wird jetzt dann mal wieder ein extra Video. Nach und nach wird es jetzt hier weiter ausgebaut. Hier fehlt noch ein bisschen Dämmung, aber jetzt ist Frühling da. Die Sonne scheint ein bisschen. Und dann lässt ja natürlich ein bisschen leichter verarbeiten, weil bei 16, 17, 18 Grad Außentemperatur, wenn man dann im Schatten das klebt und draußen, dann ist es natürlich ein bisschen angenehmer als im Kalten. Ne? Ja, das war es soweit für den Kostenübersicht. Ich muss mal gucken, ich habe eigentlich soweit nichts vergessen. Ja, ansonsten könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung oder unter den ganzen Videos das nachvollziehen, was ich alles gekauft habe. Da habe ich so die wichtigsten Sachen verlinkt. Damit könnt ihr mich unterstützen. Das wäre sehr schön von euch. Ihr guckt einfach mal, was ihr macht. Ja, und ich würde sagen, ich baue dann jetzt hier wieder ab, fahre weiter. Ich fahre jetzt Richtung Heimat. Bin heute schon den ganzen Tag unterwegs gewesen. Bevor es dann jetzt dunkel wird, will ich dann wieder zu Hause sein. Ja, das war so jetzt ganz grob die Kostenübersicht. Wir sind ungefähr bei 1200 Euro aufgerundet. Und ich denke, man kann ihn auch, wenn man ganz sparsam ist, mit 800, 900 Euro bauen. Aber ihr müsst dann selber wissen, ob ihr zum Beispiel dann, wie gesagt, statt Dekalin Silikon nimmt. Für mich kommt es halt nicht in Frage, weil ich damit halt schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und dann nehme ich lieber was auch für den Außenbereich ist, was Sonne ab kann. Und ja, das soll ja kein Projekt sein, was ich dann nur einmal baue und euch zeige und zweimal damit fahre und dann wieder in die Ecke irgendwo stelle. Ne? Der soll ja schon ein paar Jahre halten. Ich muss mal gucken, vielleicht kommt auch noch ein zweiter Fahrradwohnwagen. Ich habe echt Bock drauf, aber im Moment lässt das Finanzielle so ein bisschen nicht zu. Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt kommt. Ich werde jetzt erstmal ein paar schöne Touren nehmen. Und ja, ich denke, das eine Video ist schon gelaufen, wo ich gerade jetzt hier mit die Tour am machen bin. Und dann habt ihr schon was zum Gucken gehabt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald.